Irgendwie habe ich mich satt gesehen. Da muss was Neues hin. Also das bleibt auf jeden Fall. Das bleibt auch. Aber hier brauche ich eine Veränderung. Hm, tja, haben wir so ein paar in Auswahl. Der Nissan, der fällt schon mal weg. Den habe ich ja eh schon da stehen. Den habe ich auch schon gemacht. Der ist noch nicht fertig. Als Pickup. Nee, später. Auch nicht. Subaru. Subaru. Auf die Subarus hätte ich auch schon mal Bock drauf. Oder den Skyline mit der Too Fast Too Furious Front. Oder doch lieber Delta S4. Ich glaube, ja, ich entscheide mich für die Porsche. Jupp. Wenn ihr Interesse habt, könnte ich auch so ein Video machen, wo ich detailliert erkläre, wie ich die Karossen lackiere und worauf ihr achten müsstet. Ihr könnt auch gerne mir eine von den Karossen hier sagen, die ich als nächstes mache, und ja, damit könnte ich euch dann halt ein Video machen, worauf man achten sollte. So, habe mich jetzt entschieden für die A-Plastics Karosse, die 911er RWB mit dem Breitbau. Der Umfang, ja, mit den Aufklebern von innen für die Scheiben. Scheinwerfer sind mit dabei zum Abkleben. Und einmal so ein Aufklebersatz, weiß ich noch nicht, ob ich den wirklich nutzen werde. Schauen wir mal später. Dazu habe ich mir noch, ja, von Tamiya für den Porsche den Heckflügel, weil original sieht das so aus. Das sieht, naja, da kommt der noch mit drauf. Mit der Lackierung, na, weiß ich noch nicht. Spiegel muss ich mal schauen, ob ich die da unterkriege. Und ja, das schaue ich mir aber später mal an. Ich weiß nicht, eventuell mache ich noch den Flügel da drauf oder den. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber kommen wir zum Wesentlichen. Erstmal die Vorbereitungen zum Lackieren. So, und das sind die Störenfriede, die im Hintergrund für den Krach sorgen. Habt ihr was zu sagen zu eurer Verteidigung? Jetzt ganz ruhig, ne? Nix? Kein Ton? Okay. So, ganz grob ausgeschnitten. Wirklich ganz grob. Den Rest mache ich nach dem Lackieren. Ich habe hier die Scheinwerfer-Inlets ausgeschnitten. Die werden natürlich separat lackiert. Ja, jetzt, wie gesagt, wirklich nur grob ausgeschnitten. Rest mache ich nach dem Lackieren. Jetzt geht es erstmal ans Waschen. So, ganz normal Spüli ein bisschen reingetan. Und jetzt mache ich das in der Wanne. Eben mit dem Duschkopf. Einmal mit lauwarmem Wasser ausspülen, ein bisschen schön einreiten in die Ecken. Alles einmal auswaschen. Also wenn ihr das hört, dann ist es gut sauber abgewaschen. So, die Karo ist jetzt trocken, eben mit so Krepptüchern Trockengewicht. Und jetzt, ja, nach dem Reinigen sind die Finger auch fettfrei. Und ja, wir können die Scheiben abkleben. Oh, Scheiben sind abgeklebt, aber ich muss sagen, das ist absolute Katastrophe, was dabei ist. Also, das ist ja, ich will nicht sagen, dass es scheiße ist, aber das ist scheiße. Das reicht vorne und hinten nicht. Und hier, die sind einfach viel zu spitz, viel zu kantig. Also die vordere ist relativ okay. Aber auch dieses
Ja, das ist hier so ein hartes Zeug. Also wie man sieht bei den Scheinwerfern, die schmiegen sich nicht so um die Kurven rum. Das ist nicht so ganz so prickelnd. Ja. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal nachkleben, die Ecken, und dann geht's zum Lackieren. So, Lackierungsprozess hat schon angefangen. Am besten Handschuhe anziehen, Maske aufziehen, in gut belüfteten Räumen machen oder mit einer Absauganlage. Auf jeden Fall nicht einatmen. So, der Basislack steht. Immer wieder mal ans Licht halten, gucken, wo es durchschimmert und ein bisschen nachnebeln. Also wenn das so aussieht, dann ist das wohl okay. Das wird jetzt nichts Tragisches sein. Aber so sieht man am besten die hellen Stellen. Und dann kann man da nochmal nachlackieren. So, jetzt kommt noch eine Schicht. Ja, ich will es einen Ticken dunkler haben. Ich denke, ich mache da eine Schicht schwarz drauf. Also drunter. So, schwarz ist auch schon drin. Ist auch schon angetrocknet. Ich habe die ganzen Aufkleber schon abgemacht. Also die Scheibenaufkleber. Um zu gucken, ob alles okay ist. Hier vorne, das ist nicht so ganz toll. Der war auch ein bisschen zu klein. Aber hier kommt ja eh der Rahmen drauf, oben. Na, das kriege ich verdeckt, das ist kein Thema. Jetzt lasse ich den mal einen Tag stehen, bis die ganze Farbe einmal ausgehärtet ist, und dann mache ich weiter. So, Radkästen sind ausgeschnitten. Den Rest mache ich mit einem Dremel. Folie ist noch drauf. Die lasse ich auch noch drauf bis zum Schluss, bis ich alle Kanten und so richtig geschliffen habe. Dann kommt die Folie ab. Ja, Spoiler habe ich gesehen. Der passt noch nicht so wirklich. Da werde ich wahrscheinlich wohl hier die Ecken noch mal ein bisschen bearbeiten müssen. Und vom Winkel her, ja, sieht man jetzt hier nicht so, aber der müsste eigentlich so ein bisschen weiter nach vorne gekippt werden. So, dann bin ich eigentlich schon fast bereit, die Folie abzuziehen. Also, ja, das sind hier alles noch Folie, was hier so rüberhängt. Und halt den Spoiler, der muss wirklich noch so anliegen. Ja, ich glaube, ich nehme die Ecken hier weg. Das ist jetzt einer meiner Lieblingsarbeiten. Da stehe ich voll drauf, die Folie abzuziehen. Boah, ist die am Glänzen, ne? Tja, jetzt geht's einmal eben alles auspusten, sauber machen, und dann geht's an die ganzen Scheibenrahmen, Aufkleber dran. Und ja, vielleicht kriegt er noch ein paar Sticker, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, jetzt sorgen wir dafür, dass das ein bisschen realistischer aussieht. Und zwar mit Bodylines. Bodylines einfach, die Konturen, die Striche von den Öffnungen bzw. von den Teilen, die montiert sind. An echten Fahrzeugen ist das halt ein Schatten, und hier imitieren wir das mit dünnen schwarzen Streifen. Manche malen die, manche lackieren die. Ja, und manche kleben die, und ich bin von denjenigen, die es kleben. Ich schneide mir hier hauchdünne Streifen raus und klebe die dann so an. Das ist ein bisschen Fummelsarbeit, aber ja, da kann man noch nachkorrigieren und so mit. Also ich nehme hier Folie, schneide die in hauchdünne Streifen. Wieso komme ich mal auf Scheiben? Und klebe die halt so an.
Bei denen ist halt ein bisschen schwierig, weil die ziemlich tief sind. Da arbeite ich hier mit so Q-Tips und drücke die dann nochmal richtig rein. Wenn die einmal kleben, das ist hier 3M. Das hält eigentlich super. Wenn das einmal klebt, dann klebt es. Scheibenrahmen gucke ich gleich mal, wie die Originalen sind. Wobei, ja, die Originalen sind mit so einer dunklen Scheibe. Ja, ich gucke mal, eventuell mache ich die dann auch mit der Folie. So, ein bisschen was erreicht. Scheibenrahmen sind alle schwarz jetzt. Hier auch Schiebedach angedeutet. Ja, Scheinwerfer und so habe ich auch schon. Aber da muss noch das Silber hinter. Ja, nächster Schritt ist halt Stoßstange ankleben. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das mache. Was quackst du da wieder rum? Glaub, der hat Tschüss gesagt. So, Spiegel sind auch montiert. Hab sie mit Schrauben, mit so Miniaturschrauben und einem Band von innen eingeschraubt. Original ist ja dieser Stift da drin, wo dann der Splint durchkommt, aber das ist... Naja, so, Heckflügel könnten abgerundet, also die Ecken da. Und jetzt liegt er auch hier an. Der war immer noch ein bisschen wabbelig hier oben. Deswegen habe ich mir hier sowas einfallen lassen. Ich habe hier noch eine Lexan-Platte runterlegt. Innen drin ja, kommt wahrscheinlich wohl noch ein Gitter rein. Das schauen wir aber später. Erstmal passt der jetzt so. Ja, jetzt finde ich den Winkel allerdings schon zu steil, aber ich lasse den jetzt so. Ich mache da gar nichts mehr dran. Ja, mit dem oberen Stück, da bin ich mir immer noch nicht so ganz schlüssig. Ich werde den wahrscheinlich wohl so lassen. Ja, jetzt heißt es einmal abbauen und ja, einmal lackieren. Hab schon ausprobiert, das ist ja ABS. Ja, ist eigentlich nicht, die Lexan-Farbe eigentlich nicht dafür gedacht, aber es hält. Und Klarlack drauf, ja, dann glänzt das auch. Ja, schauen wir uns mal an, wie das rüberkommt. Ich hoffe, es wird gut. Ja, auf geht's zum Lackieren. So, Spoiler ist lackiert, Spiegel sind lackiert, alles ist montiert. Ja, allerdings, wie wir sehen, haben wir einen leichten Farbunterschied. Also die Farbe, das ist die gleiche Farbe, also der gleiche Hersteller, gleiche Farbcode. Allerdings liegen zwischen der Farbe und der Farbe, ich schätze mal 3-4 Jahre. Na, wenn nicht sogar schon 5 Jahre zwischen. Und ja, 2 verschiedene Chargen. Also das Grau hätte ich gerne gehabt. Und das Grau hatte ich gehabt. Die Farbe musste ich nochmal nachbestellen, weil ich nur eine Dose hatte und die hat gerade für die Karosse gereicht. Ja, und dann müsste ich halt das nochmal nachbestellen und der Farbton ist leicht gräulicher. Also das wirkt so mehr so ins Braun und das ist wirklich so ein richtiges Grauton. Kann natürlich auch dadurch kommen, dass das von außen lackiert ist und das von innen durch das Lexan an sich, was halt nicht ganz klar war. Ja, dass ich da so einen grau-braunstich drin habe. So ein, ja, vielleicht das Lexan leicht gelblich. Naja, es ist aber recht okay. Aber die Karosse von A-Plastics, das ist nicht so ganz prickelnd. Also die Aufkleber, die sind wirklich ziemlich blass.
Ich habe da von innen nochmal mit rote Folie nachgeklebt, damit das richtig satt rot rüberkommt. Die Stoßstange, das passt nicht wirklich schön da drauf. Und wenn man sich jetzt die Scheiben, na, man sieht's, also das ist nicht wirklich sauber, ne? Man sieht halt überall so Spuren drauf. Vorne nicht, wo war es noch? Hinten. Ich weiß nicht, ob ich das mit der Kamera einfangen kann. Ah, schwierig. Auf jeden Fall sieht man so Pünktchen und das ist halt nicht ganz klar. Ja, da sieht man das so leicht. Das ist nicht wirklich schön. Zudem sind da halt Wellen. Hier sieht man das nicht. Auf der Seite, ja. Also da sind so Wellen drin. Das ist nicht wirklich sehr sauber verarbeitet, das Lexan. Aber gut, da müssen wir mit leben. Und ja, im Groben und Ganzen ist das eine schöne Karosse. Es ist einer zu viel, einer muss weichen. Und ich entscheide mich für... Entscheidung ist gefallen. BMW Karo musste weichen, weil die eh schon beschädigt ist. Da ist mal was draufgefallen. Ja, und so sieht das Endergebnis aus. Der quakt schon wieder rum. Kaum filmt man ihn, ist er schon wieder ruhig. Ja, auf jeden Fall, das ist das Endergebnis. Ja, ich blende euch noch ein bisschen was von der Porsche Carro ein. So, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Aufnahmen und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.